Stellt euch das mal vor, 85 PS, 83 Newtonmeter. Ein flüssigkeitsgekühlter Reihenzweizylinder, fast schon weltreisetauglich. Auf dem Papier war meine BMW F800 GS so ziemlich alles, was man sich als Motorradfahrer nur wünschen kann. Ein unkaputtbarer Motor, super Möglichkeiten für den Gepäcktransport, gebaut für das große Abenteuer, für die große Tour, für die souveräne Fahrt über jeden Alpenpass oder in die Normandie und zurück. Und trotzdem habe ich sie verkauft. Für das hier, eine Royal Enfield BR650, knapp 47 PS, pures Metall, ein luftölgekühlter Motor, der im Rahmen hängt wie ein Versprechen und so gut wie keine Elektronik. Klingt verrückt, wie ein reiner Verlust, ein Downgrade, ein Schritt zurück. Ganz ehrlich, genau das denken sicher viele. Aber lasst mich euch erzählen, wie ich durch genau diesen Tausch den Spaß am Motorradfahren für mich komplett neu entdeckt habe. Versteht mich nicht falsch, die F800 GS ist ein prima Motorrad. Wenn du planst, mit vollem Gepäck ans Nordkap zu fahren, gibt es kaum was Besseres in der Klasse. Sie ist stabil wie eine Burg, unfassbar komfortabel und sie hat genügend Leistungsreserven in absolut jeder Lebenslage. Auf der Autobahn mit 200 Tacho locker hinter dem großen Windschild, das ist schon eine Ansage. Man fühlt sich super, sicher, irgendwie geborgen. Aber genau da, in dieser technischen Perfektion, lag für mich das Problem. Im Alltag auf der kleinen Tagestour durchs Mittelgebirge fühlte sich die BMW oft an wie der berühmte Overkill. Ein prima Stück Ingenieurkunst, nicht zu viel, nicht zu wenig, aber vielleicht ein bisschen zu perfekt. Die meiste Zeit habe ich vielleicht 30, wenn es hochkommt 40% ihres Potenzials genutzt. Ich hatte 85 Pferde im Stall, aber geritten bin ich meistens nur ein Pony. Und dieses ungenutzte Potenzial, das hat mich auf Dauer echt gestresst. Du hast 85 PS, nutzt aber meistens nur 40 davon. Dazu kam das Gewicht. Knapp 217 Kilo fahrfertig sind nicht zu viel, aber eine Hausnummer, vor allem bei dem hohen Schwerpunkt. Wenn du das Ding mal eben in der engen Garage rangieren oder in der Stadt wenden willst, bist du ganz schön am Rudern. Und dann noch die Sitzhöhe. 89 cm mit der Komfortsitzbank waren bei meinen 180 cm einfach zu viel. Alles machbar, klar, aber die Leichtigkeit hat gefehlt, das Spielerische. Mit der Zeit habe ich gemerkt, dass die emotionale Verbindung flöten ging. Es war wie ein extrem kompetenter Angestellter, erledigt den Job perfekt, aber du würdest ungern mit ihm ein Bier trinken gehen. Funktional, effizient, aber irgendwie seelenlos. Ich saß auf einem Motorrad, das alles konnte, hatte aber immer öfter das Gefühl, dass ich das Wichtigste dabei verpasse, den puren, ungefilterten Fahrspaß. Das kam nicht von heute auf morgen, es waren eher die kleinen Dinge, die sich summiert haben. Ich habe Fahrer auf älteren, einfacheren Maschinen gesehen, auf klassischen Scramblern oder leichten Einzylindern und die hatten ein Grinsen im Gesicht, das mir irgendwie abhanden gekommen war. Die waren nicht die schnellsten, aber sie sahen so aus, als hätten sie die Zeit ihres Lebens. Dann habe ich mir die Royal Enfield Classic 350 geholt und die hat mir mit ihren 20 PS mehr Spaß gemacht als die BMW. Seit ich die 350er hatte, war die Frage in meinem Kopf nicht mehr ob, sondern wann. Was bringt mir all die Technik, all die Leistung, all dieser Perfektionismus, wenn ich eigentlich nur dieses simple Gefühl von Freiheit und Spaß suche? Ich wollte kein Motorrad mehr, das fast alles kann, ich wollte wieder zurück zu den Basics. Der Wechsel zur Royal Enfield BR650 war ein Sprung ins kalte Wasser. Kauf ohne Probefahrt. Ich konnte den Motor in der Super Meteor und Interceptor mal testen und fand ihn prima. Also dann der Schritt von 800 Kubik auf 648. Von 85 PS auf knapp über 47. Vom ESA-Fahrwerk auf simple Stereo-Federbeine. Die erste Fahrt war eine Offenbarung. Ich bin zwar noch in der Einfahrphase, aber schon jetzt fühlt sich der Motor super lebendig an. Warum? Schon bis 4000 Umdrehungen habe ich ein viel direkteres Feedback vom Motor. Und er klingt nicht nur viel besser, er sieht auch noch gut aus. Das etwas geringere Gewicht von rund 215 Kilo zusammen mit dem tieferen Schwerpunkt macht die BR650 handlich und agil. Sie schwingt durch die Kurven, anstatt sie nur abzuarbeiten. Es ist eine komplett andere Philosophie des Fahrens. Es ist die Reduktion auf das Wesentliche. Da bist nur du, der Motor, zwei Räder und die Straße. Das Fahrwerk ist nicht so perfekt wie bei der BMW. Es gibt dir mehr Rückmeldung, manchmal vielleicht sogar mehr als dir lieb ist, gerade die hinteren Federbeine. Aber genau das ist der Punkt. Du bist wieder Teil des Geschehens, du bist der Pilot, nicht der Passagier. Die BR650 ist kein Motorrad für Geschwindigkeitsrekorde. Sie ist ein Motorrad zum Glücksmomente sammeln. Sie entschleunigt, aber auf die bestmögliche Art.
Sie zwingt dich, sauberer zu fahren, vorausschauender zu sein, die perfekte Linie zu finden. Und die Belohnung ist ein Fahrgefühl, das so pur und ehrlich ist, wie ich es seit Jahren nicht mehr kannte. Und ich freue mich jetzt schon darauf, das gesamte Potenzial der Maschine auszuschöpfen. Lassen wir die beiden mal gegeneinander antreten, aber nicht auf dem Papier, sondern da, wo es zählt. Auf der kurvigen Landstraße. Die BMW fährt sich souverän, präzise und schnell. Sie bügelt alles glatt und gibt eine trügerische Sicherheit. Du bist objektiv schneller. Die BS 650 ist tougher. Sie will geführt werden, du spürst die Straße, du musst mitarbeiten, dich auf sie einlassen. Du bist vielleicht nicht ganz so schnell, aber der Spaßfaktor ist locker 3-mal so hoch. Oder im Stadtverkehr. Hier ist der Unterschied brutal. Die große, hochbeinige BMW fühlt sich in der Stadt einfach deplatziert an. Sie ist sperrig, die Leistung komplett nutzlos, das ständige Anfahren und Anhalten mit der Suche nach dem optimalen Punkt zum Abstellen des Fußes eine nervige Pflichtübung. Die BS 650 blüht hier auf. Sie fährt sich leicht, wendig, der Motor macht im unteren Drehzahlbereich schon dicke Backen. Mal eben durch den Verkehr schlängeln, ein Genuss. Die Fahrt zum Bäcker wird zu einem kleinen Highlight des Tages. Oder auf der kleinen Feierabendrunde. Mit der F800 GS hatte ich oft das Gefühl, ich müsste ihr schon eine ordentliche Tour bieten, damit es sich für sie lohnt. Eine schnelle Runde um den Block fühlt sich fast wie eine Beleidigung für ihre Möglichkeiten an. Die BS 650, sie lebt für genau diese Momente. Sie ist sofort da, total unkompliziert und bereit für eine halbe Stunde puren Fahrspaß. Sie macht aus jeder noch so einer kleinen Ausrede, den Helm aufzusetzen, ein echtes Erlebnis. Jetzt mal ehrlich, schreibt mir mal in die Kommentare. Hattet ihr schon mal einen ähnlichen Gedanken? Seid ihr vielleicht sogar selbst schon mal von viel auf weniger PS umgestiegen oder spielt mit dem Gedanken? Eure Geschichten und Meinungen interessieren mich brennend. War es also ein Downgrade? Wenn man stur aufs Datenblatt schaut, dann ja, absolut. Ich habe auf Leistung verzichtet, auf Federweg, auf technische Features und auf Langstreckenkomfort. Aber Motorradfahren findet nicht auf dem Datenblatt statt. Es findet im Kopf statt, im Bauch und im Herzen. Und aus dieser Perspektive war es das beste Upgrade, das ich mir hätte wünschen können. Ein Upgrade an Fahrspaß, ein Upgrade an Charakter, ein Upgrade an emotionaler Bindung zu meinem Bike. Ich habe aufgehört, das Fahren einfach abzuhaken und angefangen, es wieder zu erleben. Dieser Wechsel hat mir eine einfache Wahrheit des Motorradfahrens wieder vor Augen geführt. Die Frage ist nicht, wie viel PS hast du, sondern wie viel Spaß hast du. Man kann so viel mehr Freude daran haben, ein vermeintlich langsames Motorrad schnell zu bewegen, als ein schnelles Motorrad immer nur langsam bewegen zu müssen. Es geht darum, das richtige Werkzeug für den Job zu finden. Und wenn der Job maximales Grinsen pro Kilometer lautet, dann sind 47 ehrliche, voll nutzbare PS manchmal eben mehr wert als 85 eingesperrte Pferde. Das ist aus meiner Sicht kein Verrat an der Leistung oder vermeintlicher Perfektion, es ist eine Hinwendung zur Freude. Es ist keine Kapitulation von meinem Alter, sondern eine bewusste Entscheidung für eine andere Art von Faszination. Eine, die aus Einfachheit, Stil und einem verdammt ehrlichen Fahrerlebnis entsteht. Am Ende des Tages, nach jeder Fahrt, steige ich mit einem breiteren Grinsen von der Royal Enfield ab, als ich es in den letzten Jahren auf der BMW getan habe. Und ist es nicht genau das, worum es beim Motorradfahren im tiefsten Innern wirklich geht? Wenn euch diese ehrliche Perspektive gefallen hat und ihr mehr Geschichten abseits vom PS-Quartett sehen wollt, dann lasst doch ein Abo da. Das würde mich riesig freuen. Aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr auch nichts. Wir sehen uns auf der Straße. Fahrt sicher und habt Spaß dabei. Ciao.